Ibiza hat zwei Gesichter. Einerseits ist es die kleine Insel im Mittelmeer mit hügeliger Landschaft, abgelegenen Buchten und Stränden an kristallklarem Wasser. Andererseits ist sie ein legendäres Ziel für Partygänger aus aller Welt. Eine Insel voller Luxus und Ausschweifungen. Ein Paradies der Milliardäre. Diese vor der spanischen Küste gelegene Baleareninsel lockt im Sommer fast 3 Millionen Touristen an. Doch kaum einer kennt all die verschiedenen Facetten dieses faszinierenden Ortes. Ibiza gilt als Kultstätte für Superstar-DJs. Bob Sinclar legt seit 20 Jahren hier auf, doch der Druck ist so hoch wie zu Beginn. Er muss den Club füllen. Jede Nacht. Auf der Insel gibt es viel Konkurrenz. Die besten DJs legen hier auf. In manche Clubs passen 8000 Leute. Doch hier gibt es auch Rebellen. Ismail ist Ende 20 und lebt zurückgezogen in einer Höhle, wie die ursprünglichen Hippies hier. Das ist meine Winterhöhle. Ich habe noch eine kühlere für den Sommer. Ibiza hat auch noch einen anderen Ruf. In der Partyszene kann man jede Droge kaufen. Seit 2018 ist das neue pinkfarbene Pulver besonders angesagt. Das wird das Zeichen genannt. 1 Gramm kostet 150 €. Angel Martinez leitet die Rettungsambulanz der Insel. Jeden Sommer versucht er, Tragödien zu verhindern. Wie geht's dir? Kannst du die Augen öffnen? Der 72-jährige Pascal hat alle Partys und Exzesse mitgemacht, die Ibiza zu bieten hat. Heute lebt er ohne Strom und fließendes Wasser in einem abgelegenen Tal. Wie ein Eremit. Ich habe das wahre Glück gefunden. Das bleibt bestimmt für immer. Willkommen auf der Insel der zwei Gesichter, dem Paradies der Partygänger und dem mystischen Rückzugsort der letzten Hippies. Ein paar Kilometer außerhalb von Ibiza-Stadt liegt eine Villa. Sie gehört einem der größten Stars der Insel, dem französischen DJ Bob Sinclar. Er hat bereits mehr als 20 Sommer hier als DJ verbracht und sich dieses Luxusanwesen gekauft, das ihm als Hauptsitz dient. Doch ihm fehlt die Zeit, es zu genießen. Ich verbringe den Sommer auf Ibiza, also 4 Monate. Danach reise ich durch Europa. Jeden Tag gibt es dann eine Show. 40 Termine nonstop. 40 Termine? Und die auf Ibiza? Ja, Juli, August arbeite ich fast jeden Tag. Und Ibiza? Wer hierher kommt, ist quasi auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Es ist ein Mekka für DJs. Du denkst, du hast Karriere gemacht und könntest in Frieden sterben. Alles danach sei nicht wichtig, aber dann willst du jedes Jahr wieder hier sein. Um auch im Sommer komponieren zu können, hat Bob Sinclar im Keller ein kleines Studio eingerichtet. Ich habe hier nicht so ein Studio wie in Paris, aber es ist ganz gut schallgedämpft. Es muss sehr leise sein, damit die Toningenieure die Resonanz aussteuern können. Das ist mein Büro, etwas Deko. Hier geht es ja um Klangerzeugung. Dank Internet kann jemand etwas in New York aufnehmen und mir die Tonspuren schicken. Das endgültige Projekt entsteht dann allein mit einem Laptop und 2 Lautsprechern. Unglaublich. Hier arbeitet er an den Demos für seine neuen Songs. Er hofft, einen weiteren Hit zu landen wie den, der ihn 2006 zum Millionär gemacht hat.
Love Generation. Das ist mein größter Hit, weltweit 2 Millionen Mal verkauft. Er hat eine besondere Energie mit Partyatmosphäre und Wohlfühlmelodie. Die Fans lieben ihn. Wenn man sowas schafft, hat man gewonnen, auch wenn der Rest Müll ist. Trotz Ruhm und Erfolg ist Bob Sinclair nie wirklich entspannt auf Ibiza. Zu jeder seiner Shows müssen mehr als 2000 Leute in den Club kommen. Ich bin immer nervös, rufe in den Clubs an und frage, ob es voll wird oder nur wenige vor der Tür stehen. Das ist meine Show, mein Zuhause, das ist Ibiza. Das Bild geht um die Welt. Die Show beginnt in ein paar Stunden, doch er hat keine Zeit zum Ausruhen. Er macht Werbung in seinem Lieblingsauto, einem Minimoog aus den 60ern. Wie in Brigitte Bardots Song La Madrague von 1963. Davon habe ich schon immer geträumt. Er ist restauriert. Ich liebe alte Sachen, Vintage-Möbel, Musik. Eine nostalgische Seite an mir. Das ist jetzt echter Urlaub. Bob Sinclair hat einen Termin bei einem beliebten Radiosender der Insel. Der spielt rund um die Uhr Elektromusik und setzt weltweit Maßstäbe für Clubber und DJs. Die legen hier sogar kostenlos auf. Das ist typisch für Ibiza. Die meisten DJs auf Ibiza spielen hier. Wir hatten schon viele gute DJs. Ist Bob Sinclair ein berühmter DJ auf Ibiza? Ein paar Leute kennen ihn wohl. Was? Eine Legende in deiner Sprache, nicht? Eine Legende. Keiner ist wie er. Keiner. Ist sie nicht süß? Sehr romantisch. Bob Sinclair legt eine Stunde im Studio auf. Das Set wird live im Internet gestreamt. Eine großartige Gelegenheit für das heutige Event zu werben. Wenn ihr auf Ibiza seid, dürft ihr das auf keinen Fall verpassen. Ja, kommt heute Abend zum Feiern. Vielen Dank, Ibiza. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich liebe euch. Vielen Dank an alle, die live dabei sind. Das war's. Danke. Mindestens 2000 Personen müssen kommen, damit der Club voll ist, in dem er heute spielt. Er muss sein Bestes geben. Auf Ibiza sind Nachtclubs und Elektromusik nicht nur Hobbys. Dahinter steckt eine Industrie, von der die ganze Insel lebt. Werbung für Joghurt oder Mobiltelefone ist nirgendwo zu sehen. Hier stehen alleine die Partys im Mittelpunkt. Auf den Werbeplakaten die Gesichter der berühmtesten DJs. Die Clubs engagieren sie und verlangen dann höhere Eintrittspreise. Jeden Sommer wird Ibiza für fast 3 Millionen Touristen zur Welthauptstadt des Clubbing. Das Versprechen von endlosen Partys und Nächten hat auch diese Frauen auf die Insel gebracht. Chloe, Camille, Lise und Alex. Sie sind zum ersten Mal auf Ibiza. Sie stammen aus dem Südwesten Frankreichs und merken schnell, wie man sich hier für einen Abend im Club zurechtmacht. Großartig. Sie sind noch etwas skeptisch. Die zeigen aber viel Haut. Zu Hause passen wir auf, dass der Ausschnitt nicht zu tief ist. Wir tragen was Kurzes oder tief ausgeschnittenes, aber nicht beides gleichzeitig wie hier. Hier geht alles oder nichts. Hier ist kein Outfit zu verrückt. Fluoreszierende rosa Cowboystiefel, Sonnenbrille im Mad Max-Stil, Paillettenshorts und das ultimative Accessoire. Ein Indianerkopfschmuck in XXL.
Sehr dezent, hm? Damit kann sie ins Büro. Fertig, gehen wir. Gehst du damit raus? Klar, fühle mich super. Echt originell, das Outfit. Der Rücken ist komisch. Die Outfits sind exzentrisch, aber das ist noch nicht alles. Heute erleben sie eine der wildesten Partys der Insel. Die Kleiderordnung ist etwas ungewöhnlich. Genau wie der Ort, ein ehemaliger Zoo. Die Party beginnt am Nachmittag und ist organisiert wie eine Show. Während sich die Partygänger langsam aufwärmen, bereiten sich die Darsteller hinter der Bühne vor. Charlene gehört zu den Stars. Das ist der Zoo. Wir kommen gerade vom Eingang und gehen jetzt zum Backstage-Bereich. Das ist die Garderobe. Charlene kommt aus den Niederlanden und ist Balletttänzerin. Auch ihre Kollegen sind professionelle Künstler. Schauspieler, Akrobaten, Entertainer aus aller Welt. Von ihnen hängt der Erfolg der heutigen Party ab. Jede Woche treten sie verkleidet als Tiere eines etwas ungewöhnlichen Zoos auf. Fast fertig. Das ist mein Schwanz. Die Wolfsfrau. Charlene verkleidet sich nicht als Tier, sondern spielt eine dominante Tierpflegerin. Sie trägt Minirock, High Heels und Peitsche. Ich drehe gleich meine erste Runde im Zoo. In diesem Outfit und mit den Accessoires. Ich werde die Besucher begrüßen und dann spiele ich mit meinen Kollegen. Folgen Sie mir, ich zeig's Ihnen. Die Party läuft als Rollenspiel mitten unter den Gästen. Das ist echt toll, unglaublich. Die Tänzerinnen sind wow, die Kostüme verrückt und die Musik fantastisch. Was für eine Stimmung. Die Touristen können feiern wie sonst nirgendwo. Genau deshalb gilt Ibiza als Disneyland für Erwachsene. Die Party wird die ganze Nacht dauern. Charlene, die Tänzerin, hält die Show bis zum Ende am Laufen. Seit 2017 tritt sie in Clubs auf Ibiza auf und hat keine Absicht, das in nächster Zeit zu ändern. Die Insel gehört zu den magischsten und anziehendsten Orten auf dem Planeten. Gleich nach der Landung fühlt man dieses Wow. Das sieht man den Menschen an. Alle sind schön. Jeder hat eine Persönlichkeit und etwas zu bieten. Das ist Ibiza für mich. Abseits von Clubs, Partys und Touristen hat Ibiza auch eine andere, ursprüngliche Seite. Mitten in der Natur leben die letzten Inselrebellen, fernab von der Gesellschaft. Ismail ist Ende 20 und auf Ibiza geboren. Er will uns zeigen, wo er lebt. Aber wir müssen uns beeilen.
Ich möchte nicht, dass mich die Leute sehen, weil es hier zu mir nach Hause geht. Niemand soll wissen, wo er wohnt. Ismail lebt wie die ersten Hippies, die in den 60er und 70er Jahren auf die Insel gekommen sind. In einer Höhle auf einer Klippe, 200 Meter über dem Meer. Er hat hier alles, was er braucht. Das ist der Herd. Hier mache ich Feuer. Hier kochen Sie? Nur im Winter. Im Sommer ist es gefährlich, wegen Waldbränden. Im Sommer nehme ich Gas. Zeigen Sie es mir? Meine Matratze, Im hinteren Bereich das Schlafzimmer. ich habe ein Fenster, Wie lange leben Sie schon hier? seit ich 16 bin. Ich bin 28. 12 Jahre. 12 Jahre. Aber ich bin nur im Winter hier. Im Sommer habe ich eine kühlere Höhle. Ismail hat als Teenager seine Eltern verloren. Ein älterer Hippie, der in einer höher gelegenen Höhle wohnte, hat ihm diesen Lebensstil und seine Überzeugungen vermittelt. Ibiza ist ein wichtiger Ort in der Welt. Nicht für die Mode oder den Glamour, sondern dafür. Er meint Esvedra, eine kleine felsige Insel vor der Küste Ibizas. Viele Einwohner glauben, sie habe magische Kräfte. Dieser Stein ist magnetisch. Jeder fühlt sich von diesem Ort angezogen. Alle meinen, sie wollten wegen der vielen Partys nach Ibiza. Aber nein, die Seele weiß, warum sie nach Ibiza will. Wegen dieses Steins. Dieser Stein hat die Kraft, die Seele zu reinigen und zu erneuern. Unten am Fuße der Klippe liegt das andere Ibiza. Mit Jetskis, Luxusjachten und Mädchen in Bikinis. Sie bringen manchmal Freundinnen hierher? Ja, warum nicht? Ich zeige Ihnen die mystische, magische Insel. Die andere Seite von Ibiza. Und die kommen mit? Ja, warum nicht? Die haben dieselbe Schwingung wie ich. Ich bringe keine Models hierher, sondern Hippie-Frauen, die ihren Geist öffnen wollen, um zu begreifen, was geschieht. Und anschließend meditiere ich mit ihnen. Ismail bekommt 300 € Sozialhilfe pro Monat. Das reicht, um durchzukommen. Er hat sogar ein Handy, das er mit einer Solarbatterie lädt. Das geht? Ja, Sie laden Ihr Handy in der Höhle auf? ja. Ja, wenn der Akku geladen ist, höre ich Musik oder rufe jemanden an. Für Trinkwasser läuft Ismail 20 Minuten bis zu einem Brunnen, den nur die Einheimischen, die Ibizencos, kennen. Das ist eine der ältesten Quellen der Insel. In den letzten 12 Jahren war er nie krank. Dieses Wasser enthält viele Mineralien und Vitamine, die gut sind für das Immunsystem. Genug, damit man nicht krank wird. Zurzeit leben wohl nur ein paar wenige Inselbewohner wie Ismail permanent in einer Höhle, weit weg von der wilden Partyszene.
Angel Martinez ist Notarzt. Seit einiger Zeit leitet er die Rettungsambulanz der Insel. Gerade ist ein Notruf eingegangen. Ein englischer Tourist ist auf einer Party ohnmächtig geworden. Passiert ist das auf einer Party an einem Hotelpool. Der Patient wird ins Krankenzimmer gebracht und mit Sauerstoff versorgt. Hallo? Hallo? Wie geht's Ihnen? Der Patient reagiert auf den Schmerz. Angel überprüft seine Reflexe. Hallo? Hallo? Wie geht's Ihnen? Hello, how are you? Der junge Mann öffnet die Augen, aber er antwortet nicht. Angel Martinez will ihn so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen. Wie fühlen Sie sich? Sind Sie okay? Können Sie die Augen öffnen? Ja. Jason, wie geht's Ihnen? Er hat das Bewusstsein verloren, weil er neben den Drogen auch Beruhigungsmittel genommen hat. Kurz nach der Landung auf Ibiza ist er ohnmächtig geworden. Er war gestresst und hat vor dem Flug mehrere Milligramm Valium eingenommen. Und dazu dann GHB hier auf Ibiza. Wird die Droge hier oft genommen? GHB? Ja, das gibt's hier oft. Ist das gefährlich? Ja, wenn man es mit anderen Drogen oder Medikamenten nimmt, dann kann man kollabieren, wie dieser Mann. Seit einigen Jahren wird GHB, auch bekannt als flüssiges Ecstasy, von Clubbern gerne als Freizeitdroge genommen. Der Zustand dieses Mannes ist schockierend. Doch für Notarzt Angel ist das Routine im Sommer auf Ibiza. 50-60% der Notfälle haben was mit Drogen zu tun. Als Arzt auf Ibiza muss man sich gut mit Drogen auskennen. Ja, darin sind wir speziell geschult. Manchmal rufen uns Kollegen an anderen Standorten an, wenn sie Rat brauchen. Denn neben der Schulung haben wir auch die Erfahrung. Wir haben täglich mit diesen Problemen zu tun. Als sie im Krankenhaus ankommen, geht es dem jungen Mann schon besser. Angel Martinez ist nicht allzu besorgt. Er hat schon schlimmere Fälle gesehen. Er wird schlafen und in ein paar Stunden geht er wieder aus. Zur Party? Ja, ich denke schon, weil die Freunde auf ihn warten. Ich glaube schon. Zurzeit gibt es keine offizielle Statistik zum Drogenkonsum auf Ibiza. Doch eins steht fest: In jedem Sommer wird die Insel zu einem riesigen Drogenmarkt. Einer der Haupthändler der Insel ist bereit, vom Drogengeschäft zu erzählen. Okay, ich mach das. Aber später. Nicht früh am Morgen, eher am Nachmittag. Man darf mich auf keinen Fall erkennen. Fabrice arbeitet seit 2010 auf Ibiza. Er hat Probetütchen von allen Drogen dabei, die er auf Partys an Touristen verkauft. Ich biete fast alle Produkte, die es auf dem Drogenmarkt gibt. 1 Gramm kostet 50 €. Das nehmen Leute, die die ganze Nacht tanzen wollen. Damit tanzt man die ganze Nacht? Ja, damit tanzen sie die ganze Nacht. Danach brauchen sie ein bisschen. Die Leute nehmen in einer Nacht also mehrere Drogen? Manche nehmen alles. In einer Nacht? Ja. Dieses Fläschchen enthält GHB, das bei Clubbern immer beliebter wird. Von dieser Droge ist der englische Tourist ohnmächtig geworden.
GHB galt früher als Vergewaltigungsdroge. Heute wird es als Freizeitdroge benutzt. Die Leute haben gelernt, wie viel man einnehmen kann. Frauen nehmen es häufiger als Männer. Warum? Es turnt sie an. Das seltsame neonpinkfarbene Pulver ist neu in der Szene. Die chemische Droge löst Euphorie und Halluzinationen aus. Das ist 2CB, auch eine Elite-Droge und sehr teuer. Es kostet 150 bis 200 Euro pro Gramm. Was verkaufen Sie am meisten? Kokain ist der größte Hit. Früher habe ich nur Kokain verkauft, aber heute wollen die Leute von allem etwas. Wenn man nur 1 oder 2 Produkte anbietet, der Konkurrent aber mehr, kann der alles verkaufen. Deshalb muss man alles anbieten. In den 4 Sommermonaten arbeitet Fabrice 7 Tage die Woche rund um die Uhr. Gefasst hat man ihn noch nicht. Doch er weiß, dass er für Drogenhandel bis zu 8 Jahre Gefängnis riskiert. Aber 2019 läuft es für Fabrice bestens. Ich verdiene sehr gut. In diesem Jahr ist es richtig abgegangen. Im Juli waren es fast 20.000 Euro. Diesen Monat habe ich mir eine kleine Pause gegönnt, weil ich schon 25.000 Euro hatte. Sonst hätte ich auch 30.000 geschafft. Wie viel machen Sie im Jahr? Dieses Jahr so an die 100.000 bis 120.000 Euro. Gehören Drogen zu Ibiza? Ja, Drogen gehören zu Ibiza. Doch auf Ibiza gibt es nicht nur Partys mit exzessivem Drogenkonsum, sondern auch welche mit spirituellem Hintergrund. Wir schließen die Augen. Wir schließen die Augen und stellen uns einen großen Lichtstrahl vor. Er geht vom Herzen aus und bringt Liebe, Harmonie und Hoffnung. Das ist kein Sektenritual, sondern eine Hippie-Zeremonie mit Gebeten, Meditation und Musik. Organisiert von dieser kleinen Gruppe. Alok aus Spanien, Mirelle, einem holländischen Ex-Supermodel, und Jean-Michel, einem Schweizer Musiker. Sie haben Ibiza in den 70er Jahren auf dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung entdeckt und sind hergezogen. Seit vielen Jahren veranstalten sie diese Zeremonie. Machen Sie diese Partys für Touristen, um etwas mitzuteilen? Für Menschen. Wir haben mit Touristen nichts am Hut. Wir würden das auch machen, wenn niemand käme, weil wir so leben. Das ist keine Show. Viele Menschen in dieser Welt wachen offenbar auf. Immer mehr Leute erkennen, dass religiöse und politische Ideen nirgendwo hinführen und suchen nach einer tieferen Bedeutung. Dann sagen wir Aom. Ahom. Aom. Danke, Brüder. Das sagen wir. Mit ihren über 60 Jahren sind die ergrauten Hippies noch immer unangepasst. Wie unser großer Prophet Bob Marley einst sagte, alles wird gut. Und das ist wahr. Das ist das Einzige, was zählt. Alles wird gut. Nach der Zeremonie beginnt die eigentliche Party. Trotz Elektromusik erinnert das Ambiente an die 70er Jahre. Fernab von der Clubszene dokumentiert diese Hippie-Feier die unbekannte Seite der Insel. Im Lauf
der letzten Jahre ist Ibiza zu einer der exklusivsten Inseln im Mittelmeer geworden. Das Klischee von überteuerten Hotels, Champagner und Luxus-Strandclubs, die die Insel zu einem berühmten Urlaubsziel gemacht haben, ist wahr. Geld und Massentourismus haben fast alle Hippies von der Insel verdrängt. Mit wenigen Ausnahmen. Weit weg von überfüllten Stränden in einem einsamen Tal der Insel, in das sich kein Tourist verirrt. Sein Name ist Pascal. Er ist Franzose. Ja. Er lebt in diesem alten Haus, das er gekauft und renoviert hat. Pascal ist Anfang 70. Vor fast 40 Jahren war er das erste Mal auf Ibiza. Das ist meine Alibaba-Höhle. Mein Zuhause. Oh, à la maison. 5 mal 4,30 Meter. Perfekt. Hier lebst du? Ja. Pascal lebt in einem Zimmer, umgeben von Büchern und Souvenirs von seinen Reisen, ohne fließendes Wasser und Strom, wie ein Einsiedler. Ich lebe wie ein Prinz. Ohne Macht, Territorium oder Geld. Und doch wie ein Prinz. Bist du glücklich? Ich habe das wahre Glück gefunden. Und ich spüre, das bleibt für immer. Pascal ist einer der letzten Hippies der Insel. Ein paar Meter entfernt hat er sich eine Hütte gebaut, die er als Küche nutzt. Da stehen ein Ofen und ein Kühlschrank, die mit Gas betrieben werden, wenn sie überhaupt funktionieren. Im Sommer wird's dramatisch. Die Entwicklungen auf der Insel sieht er kritisch. Das Problem ist, dass die Menschen hier gerne feiern und sich einen schlechten Lebensstil aneignen. Sie missbrauchen Alkohol, Drogen, Sex, Essen. Viele werden nicht älter als 72 oder 73. Schwer vorzustellen, aber Pascal ist der Erbe einer wohlhabenden industriellen Familie. Hier sieht man ihn in den 60er Jahren. Einen jungen Mann, der stolz vor der Kamera posiert. Da bin ich 17, 18 Jahre alt und stehe kostenlos Modell für die Modelinie meines Vaters. Sein Vater macht ein Vermögen in der Textilindustrie. Ihm zuliebe studiert Pascal Wirtschaft an einer Pariser Elite-Universität. Sieh dir das Grinsen dieses Idioten an. Mein Gott, ich war so hässlich. Jetzt sehe ich viel besser aus. Dieses Gesicht. Nach 3 Jahren Studium beginnt Pascal zu rebellieren. Er steht zu seiner Homosexualität und entdeckt Halluzinogene wie Mitte der 70er Jahre packt er seine Koffer und reist nach Südamerika, Goa und Kathmandu, bevor er Ibiza entdeckt. Seit den 60er Jahren gilt Ibiza als idealer Ort für Hippies aus aller Welt. Pascal verliebt sich sofort in die Insel und ihre Freiheiten und bleibt hier. Er besucht die verrücktesten Partys. Ich hatte ein paar Freundinnen und Freunde. Die originellsten und attraktivsten Menschen damals. Alles war kostenlos für uns. Ich habe ihre Kleidung getragen, getanzt und hatte Masken auf. Ich war bekannt auf der Insel. Oh,
Ich liebe John Lennon. Pascal lebt in einem entlegenen Bereich der Insel, der nur über Feldwege zu erreichen ist. Das nächste Dorf ist 20 Autominuten entfernt, wenn sein alter Renault überhaupt anspringt. Wie alt ist das Auto? 18 Jahre, 240.000 Kilometer gefahren. Ein Stück Schrott. Nein, ich liebe es. Aber es ist problematisch. Pascal bekommt weder Arbeitslosengeld noch Rente, dafür aber monatlich 800 € Sozialhilfe. Er zählt jeden Cent. Ich bin Minimalist und kaufe nur das Nötigste. Heute kann ich 10 € ausgeben. Ein sehr reduzierter Einkauf. Pascal kauft Obst und Gemüse einzeln. Ich kaufe meistens das Gleiche. Vieles esse ich gar nicht. Zum Beispiel? All das. Widerlich. Pizzen. Das da. Junkfood. Jetzt noch eine Flasche Weißwein. Diesen. 4,19 €. Die Hälfte meines Budgets. Mein einziger Luxus. Und das. Macht 9,71 €. Trotz seiner scheinbar prekären Lebensbedingungen bringt ihn nichts auf der Welt dazu, sein Haus und sein Grundstück zu verlassen. Der Grund dafür liegt nur 5 Minuten von zu Hause entfernt. Dort erwartet ihn etwas ganz Besonderes. Sein eigener privater Pool. Der ist eigentlich ein Reservoir zur Bewässerung der Talplantagen. Der ultimative Luxus. Gefüllt mit natürlichem Quellwasser, für dessen Herkunft Pascal seine ganz eigene Erklärung hat. Das ist der beste Pool der Insel. Ganz natürlich. Das Wasser kommt aus den Pyrenäen. Aus den Pyrenäen. Verrückt. Sieh nur. Nachts gibt es kein Licht hier. Kein Auto. Ein Haus mit Pool in einer der letzten unberührten Ecken Ibizas. Trotz seiner Armut fühlt sich Pascal unglaublich privilegiert. Ich lebe wie ein Prinz. Viele denken, es ginge mir miserabel. Das ist ein Paradox, weil es genau umgekehrt ist. Mir geht es gut. Mein Gott, sich gut zu fühlen, wenn alles auf dem Kopf steht, das ist nicht leicht. Von der Idylle zurück ins Nachtleben von Ibiza. Rund 35.000 Touristen gehen jeden Abend feiern. Die Clubs konkurrieren um die Gäste. Mädchen verteilen Flyer, Tänzer treten mitten auf der Straße auf und es gibt sogar Prozessionen halbnackter Kreaturen. Eine ganz normale Nacht auf Ibiza. Auch Bob Sinclair hat ein professionelles Werbeteam. Wir laden alle ein, auf der letzten Party von Bob Sinclair auf Ibiza zu tanzen. Für das heutige Event zieht der DJ alle Register.
Ich komme nicht mit leeren Händen. Ist das Ihr Team für heute? Ja, die gehen heute mit mir auf die Bühne. Ganz subtil? Ganz subtil und schlicht, nicht extravagant. Ich liebe das Schlichte. Drinnen heizt ein anderer DJ dem Publikum ein. Bob Sinclairs Show beginnt um 2 Uhr morgens. Ich gehe mit 25 Darstellern auf die Bühne. Das wird ein musikalisches Gesamtkunstwerk. Wir machen eine Show. Das Show-Element ist wichtig hier. Macht ein bisschen Lärm für die Mädchen, für die Jungs und für die Ladyboys. Die Show dauert mehr als 3 Stunden, ohne Pause. Um 5 Uhr macht Bob Sinclair Schluss. Er ist zufrieden, dass so viele zu seinem Event gekommen sind. Bob, wie geht's weiter? Schlafen, man soll's nicht übertreiben. Keine Aftershow-Party. Keine Aftershow-Party? Nein, meine Aftershow-Party ist mein Bett. Ich esse eine Kleinigkeit, trinke Tee und dann ins Bett. 5 Uhr morgens. Die DJs gähnen. Ein neuer Tag bricht an. Für Pascal die ideale Zeit, um sich nach Esvedra zu begeben, der mysteriösen Felseninsel vor der Küste, die er anbetet. Die Himmelspforte. Pascal kommt oft hierher, um Kraft zu tanken. Esvedra hat mich gerufen. Hat das dein Leben verändert? Ja, ich bin noch auf Ibiza. Deswegen. Der Legende nach gehört diese Felsformation zu den stärksten Energiezentren im Universum. Warum Ibiza so erfolgreich ist? Es ist die berühmteste Insel der Welt. Je mehr man verdient, desto mehr will man seinen Palast auf Ibiza bauen. Alle wollen das. Dafür gibt es einen Grund. Und das ist Esvedra. Klar? Das zieht die Leute an, ohne dass sie es wissen? Ich glaube schon. Sie nehmen diese Energie wahr, aber sie kennen den Ursprung nicht. Der liegt da drüben.